Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Code Stil 2. Wir sind immer noch im wunderschönen Emir. Wir haben beim letzten Mal unseren zweiten freien Tag im Spiel quasi angebrochen, haben viel Zeit in den Menüs verbracht, weil ich dann irgendwann die DLC-Inhalte, die mir kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden, aufgrund des übertragbaren Speicherstandes aus dem ersten Teil, habe ich mir alles mit reingeholt ins Inventar. Wir haben ein bisschen Kleidungsbeschau gemacht und die Leute neu eingekleidet. Und ja, heute zählt aber alles auf die restlichen Gespräche und auf die letzten Bonding-Events ab. Und ja, dann mal gucken, was die Reise im Anschluss für uns bereithält. Hallo Werner. I should send something over to the mansion as a gift to celebrate Lord Theo's recovery. Ja, ich kann auch überbringen. Completely unrelated, but looking at you reminded me that Sharon, who you brought back here, seems somehow special. Her every movement seems to suggest she's more than a maid. Perhaps I'm just overthinking things, however. Ich würde eher sagen, Werner, dass du eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis hast. Wenn du sie nämlich vorher gar nicht kanntest, dann ist das schon beachtlich, was er allein aus ihren Bewegungen raussieht. Well, she's far more skilled than the average maid, that's for sure. Back when I worked at the palace, I saw countless martial arts experts and skilled warriors. There's just something about her that makes me think she may be one of them too, but perhaps I'm imagining it. Nee, ich glaube, Reen hat ja auch gerade mehr oder weniger offensichtlich zugestimmt, also alles gut. Dein siebter Sinn täuscht dich in diesem Falle auf jeden Fall nicht. So, warte mal, habe ich hier noch irgendwie Bedarf, einmal reinzugehen? Vermutlich nicht, ne? Also, wenn man auf unsere Leisten guckt, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Und ich meine nicht die Leisten im anatomischen Sinne. So, hier steht noch immer, es müsste Purple sein, oder? Weil Maple, ja, haben wir zuletzt schon getroffen in der letzten Folge. Warte, ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen verschieben. I'm so glad that Lord Schwarzer has finally woken up. Maple jumped for joy right in front of some guests when she heard the news. But I think I can let her off with that this once. I felt like doing the same myself, to be honest. I wish that we could relay the good news to Lady Elise as well. I suppose all I can do is keep praying that she'll return to us soon. Kommt noch. Irgendwann. Also wird vermutlich noch ein bisschen dauern, aber ich bin guter Dinge, dass wir sie irgendwann mal zurückbringen werden können. Ey, und ganz ehrlich, wenn sich Gäste darüber aufregen, wenn das Personal hier sich darüber freut, dass der Oberaufseher hier vom Dorf, von der Stadt wieder gesundet, dann ist den Leuten echt auch nicht mehr zu helfen, ne? Und die leben in einer Zeit, wo unzufriedene Hotelgäste wahrscheinlich nicht gleich irgendwie online gehen können und schlechte Rezensionen verfassen können. Insofern wäre es mir komplett scheißegal. Auch wenn es vermutlich in ihrem Arbeitsvertrag steht, dass sie sowas nicht tun darf oder so. Ich weiß es nicht, aber ich würde das supporten, wenn sie ihren Emotionen freien Lauf lässt. Wartet mal kurz. So, sorry für die Unterbrechung. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wenn ihr die ganze Zeit gähnen müsst, aber der Gähner kommt nicht und dann atmet man so komisch anders und das hat mich gerade genervt, aber jetzt ist es raus. Hallo Gaius. I've only been away from the Empire for a month, so I'm kind of surprised by how much I missed it. What a great town to come back to. This village holds a lot of memories for Class 7, I can certainly say that. I'm happy you feel that way. Given that the people here are being gracious enough to host us yet again, I'd like to give them something in return. I just haven't decided exactly what yet. Should I help him out? It's not like I don't owe everyone a lot here. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was denen zusammen einfallen wird. Why don't we help clear up some of this snow then? It hasn't been coming down that hard, but it never hurts to have a clean walkway. It's good exercise too. No complaints here. Let's borrow some shovels and get to work. Ja, kann man mal machen. Hält fit und auch warm bei der Kälte. Reen and Gaius headed over to the mansion's storehouse to borrow a couple of shovels. And once they were adequately equipped, they started clearing snow off of some of the village's more popular pathways. Bestimmt auch vor der Kirche. We finished that in record time. Thanks for all the help. Although it is still snowing, so I'm sure it will build up again before long.
Still, it was good exercise, so it wasn't all for nothing. All that work warmed me up a bit too. Sag ich doch. I wish I could say the same about my fingers and toes. I'm surprised you're not freezing with how lightly you're dressed though. Naja, der ist eigentlich nicht dünner angezogen als du, Reen. Well, it's chilly all year round on the highlands. We don't get snow like you find here, but I'm used to dealing with the cold. Oh, really? Well, if you say so. I mean, I'm fairly used to cold weather too, but I don't think living here all my life's ever stopped me from feeling the cold. Anyway, you're all right with stopping by the foot bath to warm up a bit? No, doesn't sound like a bad idea. Ja, naheliegend, ne, wenn man die Möglichkeit hier schon mal hat. Aber diesmal sprechen sie hoffentlich wenigstens auch miteinander. Jawohl, weil wenn wir uns so ransetzen, dann schweigen sie sich alle nur an. Ah, jetzt haben sie auch wieder ihre normalen Outfits an. This really is relaxing. It's a pleasure to be able to use the springs here again after our last visit. I think there are a few on the outskirts of the highlands, but it's never been our custom to soak in them like this. Well, every country's different, I guess. There really is a lot to love about Erebonia. I still hope to bring my whole family here once everything's calmed down. Really? Toma, Lily, and Shia really did seem sad to see you go. You must be worried about them. Yeah, North's no longer in any immediate danger, but it's still difficult to rest easy with the war raging on. The sooner everyone can return to living in peace, the better. Yeah. And when that happens, I want to show them more of this great country. Not tanks, not soldiers, but the things that made me come to see Erebonia as a second home to begin with. Like the snow and the hot springs here, and this place is just one of many stunning places to see, each one rich with tradition. I really hope you can. I still don't know how much we can do, but we'll put our best foot forward so we can make that a reality. We know how much your family means to you, Gaius, and I hope we can help you reunite with them. Thanks, that means a lot. Ja, war es inhaltlich nicht mit so viel Mehrwert behaftet, ne? Da fand ich jetzt Sharons Story zum Beispiel interessant, aber das war ja von vornherein auch klar. Weil sie ja halt noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist und ich glaube mit ihrer Ouroboros-Verbindung werden die Gesprächsthemen generell auch nie unspektakulär. I like to show Toma, Lily and Shida more of Erebonia once it's safe to. There are so many beautiful things and rich cultural traditions to see, like the snow and hot springs here, for example. I guess it's just another reason to pick up my spear and keep fighting. I like to show... Ja, keep fighting. Okay. Der Müllwagen ist, glaube ich, direkt an meinem Fenster. Ich hoffe, ihr hört den nicht. Der macht nämlich gerade ein bisschen Krach. Hat mich gerade auch im Bonding-Event ein bisschen gestört, aber ich kann es ausblenden, weil ich glaube, dass ihr davon nicht viel mitbekommt, hoffe ich zumindest. So, hier hinten haben wir beim letzten Mal mit Luke gesprochen, genau, und Taurus steht da auch noch. Das heißt, die beiden Buden hier, die sind noch offen. Ah, okay, das sind nämlich die Ausrufezeichen, die ich von draußen nicht gesehen habe. Das heißt, wir haben noch ein Bonding-Event mit Magias, da freue ich mich auch drauf. Lord Schwarz is alright. Thank the goddess. I knew she'd never abandon him. I just knew it. Moritz, I think you've had more than enough to drink. Never. I'm celebrating. You can't celebrate without a drink or 3. More like 5. Just try not to have so many that you black out, okay? This was a berry. Yay! I hope we can come out and see us soon. Ich weiß nicht, ob ich den bemitleiden oder ob ich den feiern soll. Manchmal sind betrunkene Leute lustig, manchmal sind sie einfach nur nervig und manchmal sind sie einfach nur bemitleidenswert und manchmal auch irgendwie alles zusammen. I knew that Lord HIER, of all people, would never kick the bucket that easily, but I'm still happy to know he's awake. Haha, guess this once I can spend some time with drunken Moritz. I'll bring out some of the strong stuff for him. Ich glaube, davon hat er schon ein bisschen was intus. Ist nur so ein Gefühl.
Next is rescuing that sister of yours, I guess. Still got fond memories of the days you'd eat the sweets I'd made with big smiles on your faces. I won't stand for her being kidnapped, so go out there and get her, okay? That's the plan, my friend. That's the plan. Aber leichter gesagt als getan. So, was können wir denn hier Schönes einkaufen? Nur Sachen, die wir schon 3-mal besitzen. Deswegen sage ich mal eher nein. Noch nicht. Aber wenn du irgendwann mal den Sortiment erweiterst, dann können wir gerne nochmal sprechen. Aber so kommen wir erstmal nicht ins Geschäft. So, hier oben haben wir sage und schreibe niemanden. Das heißt, dann brauchen wir hier auch nicht nochmal alle Zimmer einzeln abklappern. Aber warte mal, wer ist denn? Ich will einfach nur, um für mich eine sinnvolle Reihenfolge eine sinnvolle Reihenfolge, das ist eigentlich richtig, zu bestimmt gucken. Hä, wo ist denn der zweite Bonding? Also der letzte. Das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht ist draußen jemand beim Angeln? Soll ich mal kurz gucken, ob ich rausgelassen werde? Weil eigentlich dürfte da auch storymäßig nichts weiter passieren. I should call the others if I'm heading out to the valley. Call friends, nee. Hä? Oder soll ich das doch mal eben tun? Ich werde nur kurz gucken, ob ich da ein neues Ausrufezeichen habe. Ich nehme jetzt mal die Erstbesten. Ich gehe ja gleich wieder zurück. Auch wenn der Reiz natürlich groß ist, mit Sharon hier mal durchzustarten. Ich confirme. Ich halte nur Ausschau nach gelben Punkten. Aber hier sind keine. Dann verstehe ich das nicht so ganz, warum ich mehr Bonding Points habe als Ausrufezeichen. Aber vielleicht klärt sich das ja noch auf. Wir werden jetzt erstmal mit... Obwohl, nee, komm, Markers heben wir uns als kleines Highlight auf. Ich nehme mal erstmal dieses Haus hier einmal mir zur Brust und dann gucken wir. Hi, Mascha. I went to Plower the other day to buy a book, but I ended up buying the wrong one. Silly me. It worked out in the end, mostly because this book is actually quite interesting. I think I might get the next volume even. You should try reading it yourself. I think you'll become a fan too. Dankeschön. Das erste Mal, dass wir hier bei unserem Rundgang belohnt werden, mit allen zu sprechen. Thanks, I'll read it if I get the chance. Now that we can communicate with the outside world again, we're hearing all kinds of rumors. For one thing, there's apparently a really famous Alliance general over in the West who keeps winning one battle after another. Then there's the fact that the chairman of the Reinford Company is said to have gone missing. There's more too, pretty much all of it depressing. I almost wish we didn't know what was going on after all. Ja, manchmal ist es besser, sich gegen die Infos da draußen in der Welt abzuschotten. Still no point in getting all down in the dumps. We've got to stay positive. There's plenty to be happy about here at least. Lord Teal's awake, the cable car will be resuming service soon. We just have to believe the future's bright. Ja, so wie Estelle bright, genau so bright, ne? Dann kann das ja nur gut werden. Auf jeden Fall ist mir gerade eingefallen, dass ich im Laden noch gar nicht gewesen bin. Da wird dann bestimmt der letzte Bonding Point sein. Ich depp. Da bin ich jetzt nur drauf gekommen, weil wir das Buch gerade geschenkt bekommen haben. Und ich mir dachte, weil sie auch übers Weltgeschehen gerade so ein bisschen gesprochen hatte, weil ich mir so dachte, wann haben wir eigentlich die letzte Imperial Chronicle gelesen? Und dann dachte ich mir, wann war ich das letzte Mal im Laden? Und dann fiel mir auf, wir waren hier gar nicht im Laden seit unserer Rückkehr. I can't put into words just how relieved I was to hear that Lord Tio is awake. I've known your father since he was a young lad, Master Reen. I'm truly proud to have too. He's the very model of how a man and noble should be. I couldn't be happier to hear he's awake. I knew he'd come through eventually. Ja, we're all truly relieved that Lord Tio is finally awake. I'll have to take him some more of the mountain's blessings when I next go to visit. Dankeschön für deine Anteilnahme.
Ich wette, unser Vater hat mindestens einen Hater hier, der sich nur noch nicht als solcher zu erkennen gegeben hat. Es muss doch, so heile Welt kann das hier doch gar nicht sein. Es muss doch mindestens eine missgünstige Person hier geben, sonst ist doch das ganze System kaputt. So, da wird bestimmt Alisas letzter Bonding, also der letzte Bonding Point wird bestimmt für Alisa sein, so rum, weil die haben wir hier draußen noch gar nicht angetroffen. Toro recommended I try the coffee here. Now I can see exactly why. The beans themselves are fairly standard, but the roasting method they're using has given them a wonderful aroma. Coffee this good pairs perfectly with all these chess game transcriptions I've been reading. Wait, you're reading up on games other people played? You must really love your chess. Yeah, you could say that. I like to think I've gotten better ever since joining the lower class Chess Club 2. Lower Class Chess Club. Das ist auch ein Zungenbrecher. But I haven't played in a long time. Reading records like this may be fun, but it's no match for the real thing. for the real thing. Or the real thing. TH und so. You know, I could play against him. Ja, aber bitte nicht, also bitte nicht mit jedem Zug selber bestimmen und so, ne? Ich kann keinen Schach. I'm pretty sure there's a chess set over in the Phoenix Wings, Markias. It might not be up to the club standards, but it should see us through a match or two if you're interested. Oh, I'm interested, but only if you expect me to come at you with everything I've got. Way ahead of you. Können wir ja nur verlieren. Ich kann nur Mühle spielen, wobei ich mich da auch nochmal reinfuchsen müsste. Mühle habe ich früher öfter mal gespielt. Und wenn wir ganz assi sind, dann können wir auch auf Uno ausweichen. Also nicht assi, sondern eher simpel gestrickt, sage ich mal, weil Uno kann, glaube ich, jeder spielen, hat aber herzlich wenig mit Schach zu tun. Reen and Marcus enthusiastically ran off to the Phoenix Wings to grab the chess set, then they sat down for their game with coffee in hand. Sehr gut. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Oh ja, das ist echt eine schöne Ecke, um zusammen zu hocken, um was zu spielen, aber auch um zu quatschen. Well, this is going just swell. I figured you'd be rusty enough for me to maybe stand a chance at winning, but no, you're as sharp as ever. I wasn't part of the chess club for nothing. You're doing a good job at holding your own, though, so don't feel too bad. You're reminding me of how tenacious a player Stefan was. Den vermisst du wahrscheinlich auch ein bisschen, ne? He was the captain of the lower class chess club, wasn't he? I wonder what he's up to right now. I wish I knew. He's a hot-blooded guy, though. I can't picture him sitting around idly. I wonder what the students from the upper class chess club are doing too. Ey, können wir das nicht abkürzen mit UCCC oder so? Würde sich voll anbieten. You're worried about them, aren't you? I know you were competing against them initially, but it looked like you guys were putting your differences behind you. We were. At the end of the day, this war was started by the Noble Alliance, not by nobles as a whole. For every noble who's in favor of it, there's another who's as much of a victim of it as commoners are. Oh mein Gott, guckt mal. Also hier ist in einer Textbox der gesamte Wandel von Markias Perspektive mit Blick auf die Nobles einfach so zu 100% abgebildet. You've changed. Guck mal, wie Reen immer genau das sagt, was ich denke. Back when we first met, all it took was someone whispering the word noble to set you off on a rant. Well, I'd like to believe I've been able to mature a little since enrolling at the academy. Either way, with my father being one of the many victims of this war after his arrest, I can only hope we can do something to better the situation for everyone. Yeah, same here. Ja, ja. So ist das. But I'm sure we'll be fine. No matter how desperate things seem, if you keep searching for ways to turn things around, you'll find one. That's true for the Civil War as much as it is for this game of chess. Tying it to chess now, are you? Well, I do see what you mean. All we can do is keep looking for that one move that will change everything. Crap, why'd you move that piece there? Talk about perfect timing, that there is my one move that changed the game. I might be able to win against you after all, huh? Gah, we'll see about that. I'm only just getting started. Ich
Ich bin so gespannt, wenn Marcus und Jusis wieder aufeinandertreffen, ob das so weitergeht mit diesem ständigen Necken, was wir ja im ersten Teil gesehen haben, oder ob die hier vielleicht wirklich anfangen, so respektvoll miteinander umzugehen. Auch deswegen ist es interessant, was passiert, wenn Jusis halt dazu stößt. The game continued with Marcus determined to win. And while he did secure his victory, it was a challenging game throughout, and it was safe to say both he and Reen thoroughly enjoyed themselves in the process. Ja, das war auf jeden Fall interessant irgendwie. Und hoffen wir mal, dass es Stefan und den anderen gut geht. Ich fand das echt cool, wie sich das mit dem Schachclub entwickelt hat. Der Tisch ist irgendwie schön. Im ersten Teil. Also Chessclub, ne? Und nicht Tisch. You have to admit I wasn't expecting that game to get quite so heated. But that's what made it so much fun. I can't wait to cross wits with you again. You have to admit. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass Reen imstande ist, ihn zu besiegen. Das finde ich ja gerade eher ein bisschen krass. Ich bin sehr gespannt, ob wir hier nochmal dieses Card-Game, Blade hieß das, ne? Aus Teil 1 irgendwann nochmal spielen können werden. Ich gucke jetzt mal eben kurz, bevor wir zum Shop gehen, ob wir hier nochmal eine neue Runde Snowboard starten können. Aha. Den A2-Kurs können wir jetzt belegen. Alles klar, da ist auch noch keine Zeit eingetragen. Target Flags 22 von 24. Ich habe doch beim letzten Mal hier das Maximum geholt. Erhöhen die das jetzt immer, je mehr Strecken man freischaltet oder was? Das finde ich nicht in Ordnung. Da möchte ich ein Veto einlegen. Ich glaube, ich werde es jetzt aber dabei belassen, zu versuchen, einmal eine Belohnung mitzunehmen. Und wenn ich die bekomme, dann auch keine weiteren Runden zu starten. Aber das Tempo ist voll okay. Oh, da hätte man springen müssen, ne? Das war dumm. Aber vielleicht kann ich das wieder ein bisschen kompensieren, indem ich mehrere von den Flaggen einsammle. Vielleicht wird das auch im weiteren Spielverlauf schneller vom Tempo her. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Gegen Ende werden sie bestimmt wieder mindestens eine... nein! Nein! Mindestens eine fiese Flagge irgendwo platzieren, wo du ganz scharfe Kurve fahren musst. Oh, nee, die war fies, aber gerade noch so bekommen. Guck mal, ich hab sie alle, oder? Wo ist die letzte da? Ja, ich hab sie alle. Ich weiß gerade nur nicht, ob meine Zeit gut ist. Doch, ich glaube, das war ein guter Run. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Kriege ich so ein bisschen Snowboard-Kids-Vibes, ne? Habe ich das in der letzten Folge, wo wir das Snowboarden kennengelernt haben, schon mal erwähnt, wie gerne ich Snowboard Kids auf dem N64 immer gespielt habe? That's my boy. Wouldn't feel right if a son of Emir couldn't handle that course. Well, here's your prize. Go ahead, take it. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich freue mich. And I'll be sure to keep the courses well maintained. If you feel like boarding again, just come on by. I certainly will. See you then. Yes. So, warte, was haben wir da gerade bekommen? Was war Haare nochmal? Haare. Und ja, ich weiß, dass es Hair ist, aber Haare klingt interessanter. Increases odds of successfully running from battle by... Ja, nö, brauchen wir nicht. Bleibt erstmal da, wo es ist. So, wir gehen jetzt erstmal shoppen. Und ich gehe irgendwie stark davon aus, dass wir hier neuen Krams auch einkaufen können. So, und hier müsste jetzt das letzte Ausrufezeichen sein. Und da ist es auch. Und es ist Alisa. Oh, welch Wunder. 1 und 1 richtig zusammengezählt, wenn auch ein bisschen verzögert. Oh, look who it is. You've come at the perfect time. I have. I can't say those words fill me with anything other than dread. Why would that be? I never caused anyone any trouble. Of course you don't. Well, anyway, as I was saying, now that we've got so many students here, I was thinking of treating them to this village's specialty to welcome them. We have a specialty? Guten Morgen, Reen. Of course we do. Was denn? We have the manju, the Eastern confectionery that Mr. Kafai brought here. I may have been the one who decided it's the village specialty, but the decision's been made and it is final. Right, anyway, so that's what you're going to make?
That's right, there's just one teeny tiny little problem. I'm missing one very important ingredient to make them and I can't seem to get my hands on it. Which one? Azuki beans. You wouldn't be able to get your hands on some for me, would you, Reen? Well, I can see why you might have trouble getting them. They're not exactly well known here in the Empire. This might actually be pretty difficult, but I guess it couldn't hurt to try. What should I do? Ja, auf jeden Fall offern wir, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo wir suchen sollen. Well, admittedly, I'd like everyone to try some manju too. Alright, I'll give it a shot. As uncommon in Erebonia as they are, people do use them from time to time here, so someone somewhere is bound to have some left over. I suppose the best place to start would be with people who do a lot of cooking. Mir kam direkt Sharon in den Sinn, aber ob sie sowas auf Halde hat? Yay, well, good luck with your search. Ich meine, Sharon ist ja Azuki Adventure. Sharon schleppt ja auch nicht nonstop einen Koffer mit sich rum mit irgendwelchen seltenen Ingredients, oder? Sie ist doch auch darauf angewiesen, was örtlich gerade verfügbar ist. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. They've come all the way here. It would be a shame to let them leave without sampling our specialty dish at least once. You can't make manju without Azuki beans, though. So if you could find some for me, that would be just wonderful. They've come all the way here. Ja, was ist denn das überhaupt? Sie hat ja irgendwas von Confectionery erzählt, also irgendwas Süßes, ne? Irgendwas Dessertmäßiges, keine Ahnung. So, dann lass uns mal gucken. Wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, neue Ausrüstung bekommen, die durchaus stärker ist als das, was wir bisher so angelegt haben. Insofern glaube ich, brauchen wir uns hier nicht mit neuem Kram einzudecken. So, womit ich mich aber eindecken möchte, sind jetzt die Ingredients. Da würde ich gerne einmal auf die 30 die Grenze verlagern wollen. Einfach damit wir mehr Ruhe haben, wenn wir neue Recipes finden. Der letzte Fund ist übrigens schon wieder relativ lange zurück. Ich hoffe, das ist kein Indikator, dass ich irgendwo was übersehen habe, aber wir werden sehen. Spätestens, wenn die erste Lücke in unserer Auflistung zu sehen ist und ich weinend zu Boden gehe, spätestens dann wissen wir, dass Hopfen und Malz verloren ist. So, warte mal, jetzt müssen wir aber auch langsam durch sein. Jawohl, genau, hier ist nämlich Issue 3, The Pantagruel tours the nation. Behold its majesty, will the imperial family be on board? Das werden wir uns gleich mal so richtig gönnen. Guck mal. Habe ich gerade gar nicht gesehen beim Überfliegen. Gerade von neuen Rezepten gesprochen. Sehr schön. Und hier ist es auch schon. Das nächste. Doof ist halt nur, dass wenn ich mit Green alleine unterwegs bin, dass wir nicht die anderen Leute auch mitnehmen können, um die zum Kochen zu nutzen, sage ich mal. Ja, hier kann ich halt auch Krams herstellen und wie ich gerade feststelle, habe ich jetzt auch die HIER-Materials, um mir hier relativ guten Kram herzustellen. Aber sind das nicht zufällig alles die Sachen, die ich... Oh mein Gott, die ich gerade bekommen habe? Also nicht gerade, sondern in der letzten Folge? Das ist schon ein bisschen krass. Also nur 10 für HIER-Materials? Hier hätte ich meine HIER-Materials ausgeben müssen, bevor ich die ganzen DLC-Boni mir abgeholt habe. Entschuldigung. Arzt plus 100. Oh mein Gott, die haben die ganz krassen Sachen hier alle in petto. Oh, what the fuck? 20. Okay, ist schon ein bisschen teurer, aber oh. Also bevor wir hier abschließen, werde ich auf jeden Fall... Oh, hier gibt's die Zweier. Hier gibt's die Zweier. Oh mein Gott. Okay, warte, wo... Nein, die haben keinen Hit 2. Ich wollte doch jetzt alle Hit 2s leer kaufen, die nur gehen. Ich bin sehr traurig. Ach, hier ist noch Quartz 2. Hit 2, bitte? Ne, hier sind nur die R-Ausführungen. Ich will doch nur Hit 2. Mehr will ich doch gar nicht. Okay. Also auf jeden Fall ist der interessanteste Aspekt hier vermutlich
der Accessoire-Aspekt, sage ich mal. Aber jetzt schauen wir erstmal, was er zu sagen hat. If it were me, I would have thrown in the towel after finding out I didn't have all the ingredients. But no, that's not how she operates. As soon as she sets her mind to it, she'll find a way to make it happen. I appreciate you humoring her, Lord Reen. I just hope her request isn't too much of a pain. Nö. If it were me, I would have thrown... Achso, das hat er gerade schon mal gesagt. Okay. Wissen wir jetzt eigentlich... Ich bin schon wieder so verwirrt. Wissen wir jetzt eigentlich, zu wem wir müssen, um diese Beans zu finden? Ich glaube, das hat sie nicht erwähnt. Jemand, der viel kocht halt, ne? Aber das wird sicherlich eingezeichnet sein, hoffe ich. So, wir sind jetzt hier wieder relativ gut aufgestellt mit Quarzen. Ich würde jetzt mal die Special-Dinger so lange upgraden, bis wir drohen, auf unter 3000 zu fallen. Guck mal, hier sind wir noch ganz knapp drüber. Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz rational, das so zu handeln, aber jeder hat halt seine eigene Vorgehensweise. Hier sind wir schon maximal geupgradet. Achso, guck mal, bei Mark ist es schon alles erledigt, alles klar. So, warte mal, Claire ist ja auch nonstop im Hauptteam, solange sie verfügbar ist. Und Sharon. Bei Sharon wird es auch nochmal interessant. Was kostet das untere? Das ist günstiger. Ich baller schon mal das teurere von den beiden weg. Das hier können wir auch einmal mitnehmen. So, warte mal, ein paar Farben haben wir jetzt hier noch in petto. Ich bin jetzt bei Toll. Bei Toll ist unwahrscheinlich, dass ich den ins Hauptteam mitnehmen werde. Wie sieht es wiederum hier aus bei Milliam? Da können wir hier einmal upgraden. Hier könnte ich mir auch einen noch gönnen. Dann sind wir bei knapp unter 3000, aber das ist dann wenigstens nicht allzu weit weg. Guck mal, grüne bei Gaius. Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Genauso hier. So, warte mal, dann gehe ich jetzt einfach von rechts nach links und dann ist mir jetzt egal, welcher Charakter, dann machen wir einfach. So, er bräuchte das hier noch. Damit warte ich jetzt aber noch. Ey, nee, wobei, komm. Wir machen die erstmal fertig und mit allem anderen warte ich dann. Warum habe ich ihn hier schon auf Stufe 2 gemacht? Anfangs hatte ich scheinbar noch nicht so wirklich ein System. Anders kann ich es mir nicht erklären. So, hier upgraden wir einmal. Das ziehe ich jetzt einmal für alle durch. Und dann gucken wir. Weil das nimmt mir so ein bisschen dann auch die Entscheidung vorweg. Wenn ich dann nämlich... Boah, nee, das geht mir dann schon zu weit runter. Bei Toll warten wir jetzt mal noch mal ein bisschen. Es tut mir leid. Ist kein Diss oder so. No pun intended. Ich wollte das trotzdem ein bisschen mit Augenmaß machen. So, und alles andere... Ja, das zählt dann auf alles ab. Wobei bei Sharon, die hat schon überall Stufe 1 gehabt, ne? Bei den anderen, die neu ins Team kamen, da waren auch so ein paar Nuller mit dabei, aber nicht hier. So, Hit 2 ist leider immer noch nicht Teil des Sortiments. Evade wollte ich mir einmal noch mitnehmen, weil für Sharon gerade kein Evade mehr da war. Das müssen wir auf jeden Fall einmal ändern. So. Ah. Guck mal. Hier sehen wir die ganzen Dinge. Haben die jetzt auch alle automatisch angelegt? Wie gesagt, ich verstehe den Mehrwert dieser Ausgaben nicht. Also wenn man hierfür Geld bezahlt. Keine Ahnung, was das bringen soll. Welche findet ihr schöner? Die hier oben mit den kühleren Farben? Also die Faceplates oder die Gold Covers? Ich will jetzt niemanden beeinflussen, aber ich habe einen Favoriten. Kann jetzt jeder mal 20 Sekunden drüber nachdenken und es mir gerne mitteilen, wenn ihr möchtet. Ich finde die Gold Covers ein bisschen schöner, aber ich finde die beide irgendwie schön. Auf jeden Fall hübscher als diese Standarddinger hier, die wir vorher nur zur Verfügung hatten. So viel kann man, glaube ich, festhalten. So, sie hat hier nochmal das andere. Na gut, so spannend ist das hier mit den Covern nach wie vor nicht. Exchanged habe ich ja alles schon. Das heißt, hier sind wir soweit auch durch. Können wir hier noch irgendwas customizen? Ja, die Waffe für Sharon macht Sinn. Steel wires customized to be even thinner and sharper. Na dann. Als ob sie nicht vorher schon so einen krassen Stärkewert auf ihrer Waffe hatte.
kommt da nochmal schön was on top. Alles klar. So, bei manchen Sachen... Spark Rod. Guck mal, die habe ich aber noch 0 mal. Wie komme ich denn an diese Sachen ran? Hier brauche ich eine Spark Rod. Warte mal, wo habe ich noch eine 0 zu stehen? Hier. Dann hier noch. Bei den ganzen Rods. Spark Rod und Ember Rod. Warte mal, die konnte ich doch hier aber nirgendwo kaufen, oder? Ach, beim Shop bin ich noch gar nicht gewesen. Doch, die Ember Rod kann ich kaufen. Die Spark Rod auch. Aber für wen ist denn die? Ach, die ist für Torwald. Das ergibt sogar Sinn. Klar, weil ich die jetzt nicht mitgenommen habe, ne? Ich weiß nicht, eigentlich lohnt die Ausgabe ja nicht. Dann kann ich ja direkt auf den nächsten Ort warten und dann nochmal nachträglich einkaufen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, aus genau diesem Grund werde ich das jetzt auch erstmal auf die Warteliste schieben und von weiteren Einkäufen in die Richtung hier absehen. So, ich werde jetzt einmal ganz kurz die Quarze noch anpassen, bevor ich das wieder vergesse. Sie hat nämlich Evade und ich werde ihr noch irgendwas abnehmen. Diese Demonic Guide, ich weiß nicht, irgendwie passt sie zu ihr. Ich glaube, die lasse ich mal. Ich werde aber das ja einmal wegnehmen und... Warte mal, habe ich das eventuell noch über? Wisst ihr schon, was ich da reinsetzen möchte? Etwas, was ich nicht mehr habe. Deswegen muss ich das nochmal nachkaufen. Und zwar... Nein, ich bin im falschen Menü. Ich bin wieder im falschen Menü. Hier. Ja, Hit 1. Da müssen wir jetzt durch. Ich hätte zwar lieber die Zweier-Ausführung gekauft, aber man kann nicht alles haben. Deswegen wird sie sich erstmal hiermit begnügen müssen. So, und hat damit wenigstens eine 50% dazustehen und irgendwann... Ach nee, da hatte ich beim letzten Mal schon geguckt. Sie hat nur irgendwelche Behelfsaccessoires erstmal bekommen. So, jetzt ist die große Frage. Machen wir jetzt den Bonding Point? Ich glaube eigentlich, dass nichts dagegen spricht und dass die Hidden Quest jetzt erstmal nicht beeinträchtigt. Warte mal, ich guck mal eben kurz, was die Questbeschreibung hergibt. I might as well start by looking for someone who might cook with Azuki a lot. Okay, wir sprechen erst mit Alisa und dann sehen wir weiter. Sharon wants to do some cooking later, so I'm here to stock up on ingredients. She's asked for stuff that will be nice and nutritious for your dad too. Thank you so much for doing this. You must be exhausted after the time you spent in NOCH too, so try to get some rest if you can. Thanks, maybe I will. You know, the foot bath I passed on the way here might be a great way to do that. I haven't used it since our trip, so maybe I could do with a little dip. I'm tempted to join her. Na dann, feel free, Reen. That does sound good. Can I come with? The more the merrier. Let me just finish up my shopping and we can head over. Das lässt es sich nicht zweimal sagen, ne? Ich dachte, sie würde ein bisschen euphorischer reagieren, aber ich finde es angenehm, dass sie das so ganz nüchtern bejaht. After Reen helped Alisa carry her purchases back home, the two of them made their way over to the foot bath. Sehr schön. Ja, ihr Outfit, ihr Standard-Outfit ist auch wunderschön. Vielleicht ziehe ich sie wieder an mit dem Standardkram hier. You can feel the warmth coursing through your whole body. It feels like all my exhaustion's just melting away. Yeah, the foot bath's nice all year round, but it's really something special during winter. The last time we were here, it was still early fall, so I imagine you can feel the difference too. I can, actually. I think it was winter when I came here with my family as a little girl too. Oh yeah, you mentioned last time we were here that you'd been once with your family. Do you remember how long ago? Well, my father was still alive, so it was around 9 years ago, I suppose. It was grandfather's idea to bring us all here. This was back before Sharon joined our family too. That sounds exactly like something he'd suggest. If it was 9 years ago, that would make it a few years or so after my dad adopted me. Oh, how funny would it be if we actually bumped into each other back when we were kids?
We couldn't stay for long since everyone was really busy with work at the time, but I treasure the memory forever. The whole family together, laughing and smiling, mother and father at my side. Oh, macht's aber auch sentimental, ne? It's amazing how much can change in 9 years. Everything is completely different now, both at home and in Erebonia as a whole. I just hope mother is alright, wherever she is now. Give me a minute. Huh? A minute for what? Berechtigte Frage. Rain? What's this? It's called a happiness hair. They are seen as a kind of good luck charm around here. Normally, you'd put a bit more effort into making one and use different materials, but this will do for now. Oh, it's a sweet little thing, isn't it? Ich finde, es sieht ein bisschen creepy aus mit den roten Augen. I know, right? When we were kids, Elise used to always make one for me whenever she thought I was down. Oh, sorry, you must be as worried about her as I am about mother. I'm sure she's just fine. That's what I'm choosing to believe. So just try and believe that your mom is fine too. I'm sure that you'll be reunited with her before long. Just don't give up hope. Yeah, I won't. Sehr schön. Come on, don't cry. Here, this will cheer you up. Don't worry, you... Ah, es kommt bestimmt eine Erinnerung, ne? Ich habe mich gerade gefragt, wer das gesagt hat, oder? Wait, was that a memory from when I came here as a little girl? Achso, das war ihre Erinnerung. Ah, Elisa? Sorry, I guess it's a little childish to think something like this would cheer you up. Sie hat sich doch gefreut. Oh no, that's not it at all. Thanks for the encouragement, Reen. I won't give up. And I keep believing that we'll both be reunited with our families before long. Haha, that's what I like to hear. Sehr schön. Aber so zum Einstecken und Mitnehmen ist das vermutlich nicht, ne? Weil das war ja aus Schnee, wenn ich es richtig gesehen habe. After that, they soaked their feet in the food bath for a while longer and enjoyed some pleasant conversation. When they got out, Reen bade farewell to Elisa, who chose to return to the general store. Your bond with Elisa strengthened. Yes. Oh, das ging irgendwie so schnell vorbei. Ich weiß, das hat sich jetzt auf 2 Folgen verteilt. Aber ich könnte irgendwie den ganzen Tag nur Bonding-Events in den Trades-Spielen machen. Das ist irgendwie mag ich das. Those food baths are really great. Just one little dip and your whole body warms right up. Maybe I'll get Sharon to join me next time. Ich glaube, da ist sie voll empfänglich für. Also, wenn sie nicht gerade mitten beim Kochen ist oder, keine Ahnung, mitten in der Arbeit drin steckt. Wobei die Frau eigentlich immer irgendwie am Arbeiten ist, gefühlt. So. Wir haben noch eine Sidequest, von der oder bei der ich mir nicht sicher bin, wo wir hin müssen. Bei den Phoenix Wings hätte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, aber ich bin ja erstmal froh, dass wir hier überhaupt einen Hinweis bekommen, wo wir hin sollen. Stimmt, der gute Werner. Den gibt's ja auch noch. Wie konnte ich dich vergessen, mein Freund? Du wirst immer mein Freund sein, denn du hast mir das erste Rezept geschenkt. Excuse me, Werner oder Werner. Would you mind if I ask you a question? Of course not. Ask away. Reen asked Werner if he had any Azuki beans. Well, I certainly do use them on occasion in my cooking. They have this unique flavor and texture that makes for a very interesting addition to certain dishes. Unfortunately, wild monkeys broke into the outdoor storehouse and made off with my entire supply. Oh, unfortunate, but that does happen from time to time. Indeed, it's part and parcel of living in the mountains, I suppose. Well, thanks for telling me. I'll try my luck elsewhere. Hä? Ich dachte, der fragt jetzt, wo sind die Affen denn hin und vielleicht holen wir uns das zurück, aber wahrscheinlich haben die Beans auch schon alle aufgefuttert. Come to think of it, I know someone else who is big on making confectionery. Maybe I should go and ask him if he has any beans. Him? Ich bin mir nicht sicher, wen er meint. I wish I could give you some Azuki beans, but all the ones I had were stolen by wild monkeys the other day. You're going to have to look elsewhere, I'm afraid. That's fine. I think I might have just a person in mind already.
He might not look like the type to enjoy making confectionery, but he's good at it. I should try asking him to make sure. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass es voll offensichtlich ist, wen er meint. Aber ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es heute noch herausfinden. Es sei denn, der ist irgendwo ganz weit außerhalb, aber ich vermute mal einfach nicht. Ich kann mich auch rausporten, glaube ich, jedes Mal, ne? Ich muss nicht jedes Mal rauslaufen, aber ich glaube, das hätte jetzt nicht so den großen Unterschied gemacht. Ach so, der Typ an der Bar, oder was? Er wird ja wohl nicht Makias meinen, oder? Weil Makias ist auch irgendwo ein Perfektionist, der ist hier auch gar nicht mehr, sondern unseren, wie heißt der nochmal, den Geralt, meinte er. Geralt's a big fan of making sweets, so maybe he has some Azuki beans. Stimmt, er hat uns doch, beim letzten Gespräch hat er uns doch gesagt, dass er früher für Elise und Reen Sweets hergestellt hat. Das war doch kurz mal Thema. It's worth a shot at least. Reen asked Geralt if he had any Azuki beans. Oh, you're looking for some of those. I do use them fairly often, yeah. Kiki loves the things in paste form. Do you happen to have any on hand? Afraid not. I did have some, but they were stolen by some wild monkeys just the other day. Boah, ey, wie die's alle auf unsere Beans absehen. I bet it's the same monkeys that attacked the Phoenix Wing storehouse. They've probably got a taste for them now. I'm gonna have to be more careful about looking up in the future. Come to think of it, I do know one place you might try looking if you want some. Really? A while back, Kiki's bean bag split open. It was full of Azuki beans too, and they went, well, everywhere. From what I hear, Luke was the one who gave her some replacement beans. Maybe he's still got some left? He's not someone I would have thought of, but it sounds like as good a lead as any. I'll try asking. Good luck. Dankeschön. Bei Luke hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt vermutet, aber who knows? If you're looking for Azuki beans, you might want to try asking Luke. I will, thanks for the advice. I wonder how Luke managed to get his hands on some. Das wird er uns bestimmt gleich erzählen. Bin ich mir relativ sicher, wenn wir denn die richtigen Fragen stellen. Wir werden sehen. Lukey Boy. Ich glaube, Luke ist niemand, der Reen einen Wunsch abschlagen könnte. Ich wüsste aber auch nicht, warum er mit der Information sich zurückhalten sollte. Hey, do you have a minute? Sure, what's up? Reen asked Luke if he has any Azuki beans. That's kind of an embarrassing question. Warum? Is it? It is, so rum. I'm not sure how it could be. Well, you know how my mom was when I got hired here earlier this year, right? She couldn't stop smiling. She was so happy. She even went and made Sekihan to celebrate, was auch immer das ist. She overdid it, of course. We ended up with more leftover beans in the house than we knew what to do with. I'd forgotten all about that. She only busts out the Sekihan when it's something worth celebrating too. Think I could take some of those extras off your hands? Actually, Lisa was looking around for some too. So sorry, Reen. I ended up giving the last of it all to her. To Lisa. There's a surprise. I gave her a bunch though, so she might still have a few left. I'm sure she'd give you some if you asked. Can do. Thanks for the tip. Oh, das ist mal wieder eine Beschäftigungstherapie. Wirst du wieder einmal quer durchs Dorf gejagt hier. Aber wenigstens müssen wir nicht weit laufen. Danke, Luke. Lisa was looking for some Azuki beans for some reason, so I gave some to her. Gave her a bunch too, so she probably still has a few left. I go not ask her, bla. Ich glaube, das hat er gerade eben schon mal gesagt. Gut, ihr Lieben, wir werden aber jetzt noch die Imperial Chronicle lesen. Die habe ich nämlich nicht vergessen. Und dann den Rest beim nächsten Mal machen. Also, wen diese Ausgabe nicht interessiert, den verabschiede ich an dieser Stelle schon und bedanke mich fürs Einschalten. Oh mein Gott, ich habe die Soup vergessen. Habe ich auch die Jellies vergessen? Nee, die sind schon geused. Aber die Soup ist noch neu. The book contains a recipe. Yes, Onion Soup. Geil, hätte ich jetzt auch Bock drauf. So, jetzt habe ich ja aber natürlich nicht so die großen Möglichkeiten, aber wir können mal gucken. Oh, Reen hat ein trauriges Smiley. Ich glaube, dann warten wir mal eher. Wobei, ich könnte auch vors Dorf gehen und das Rezept zusammen kochen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal.
Nicht heute. Ich werde jetzt die Imperial Chronicle lesen. So, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, jetzt muss ich so weit scrollen. Jetzt, wo ich hier so viele Items mehr reingeholt habe. Immer ist irgendwas. Ich bin schon wieder falsch. Es ist doch schon wieder zum Mäusemelken. Warte mal. Books. Da wollte ich hin. Imperial Chronicle. Haben wir die Issue 2 nicht gelesen? Warum ist die als New gekennzeichnet? Ich bin mir relativ sicher, dass ich in dem Let's Play immer gleich alles gelesen habe. Das könnt ihr mir vielleicht beantworten, ich weiß es nicht. Wir lesen jetzt auf jeden Fall Issue 3. So, the Pantagruel tours the nation. The Noble Alliance's flagship, the Pantagruel, will reportedly be making a tour of the nation in order to help quell the fear that has been building across the Empire during these fragile times. I can't help but feel fortunate that citizens all across Erebonia will be given the chance to bear witness to its majesty, as well as how even in the midst of war, the Noble Alliance has taken the time to care for the well-being of those caught up in it. A step towards ending the war, fragezeichen. It's possible that the Pantagruel's tour may play a vital part in bringing the war to a conclusion. The Noble Alliance has been in a hurry to end it, making it a distinct possibility that this latest development may have another purpose beyond finally giving our fellow Erebonian countrymen reason to celebrate. One noble from the Lamar province certainly thinks so, telling us, "Such a tour is sure to raise morale among the Alliance's troops. I wouldn't be at all surprised if it resulted in accelerated victories across the country." Will the Imperial family be on board? Fragezeichen. A small number of reports have been suggesting that in addition to Noble Alliance Supreme Commander Duke Cayenne and Chief of Staff Lord Rufus Albarea, members of the Imperial family will be on board the flagship during the tour as well. All evidence has pointed towards them resting privately until now, but this may prove to be an opportunity for them to speak to and calm the men and women of the nation. Having only recently been the victims of a rebellion by their subjects, we of the Imperial Chronicle wouldn't blame the Imperial family for being disappointed in the rebels, but perhaps they may even use this chance to demonstrate their boundless love for the people and call upon the rebels to surrender. Society. The nation's economy stabilizing. The nation's economy has been in chaos for some time due to goods being unable to move freely around the country, but the Ministry of Finance has announced a gradual improvement to the situation as more regions come under the Noble Alliance's wing. They could not, however, rule out the possibility of additional wartime taxes, leading to cries of despair from certain parts of the citizenry. Breaking, another battle in the west. Western Erebonia has been a hotbed for conflict since the beginning of the war, but the Noble Alliance forces have warned that the coast of the Lamar province is likely to soon become the center of yet another large-scale battle. Upon reaching out for comment, a spokesman for the Alliance forces said, "Several rebel forces have joined together and seem to be planning to launch an attack against us. We intend to dispatch them with all of our military strength. We strongly recommend that residents in those areas evacuate as soon as possible." Incident. A strange knight appears in the west. We have received reports that the Kreuzen provincial army clashed against a mysterious large weapon resembling the Alliance's own Azure Knight. The Alliance believes it to be an inferior imitation of the Azure Knight and is increasing security while trying to pinpoint its current whereabouts. Aha. Okay. Ja, interessant. Also die Noble Alliance, die wird hier auf jeden Fall friedlicher dargestellt, als wir sie hier in der Außenwelt wahrnehmen. Und das kommt letzten Endes eigentlich auch wenig überraschend. So, ich bin jetzt mal so frech und gehe jetzt mal zu Lisa weiter, wobei das eigentlich ein bisschen unfair ist, ne? Ich kann, also weil ich jetzt ja gesagt habe, so, ne, tschüss, wen das nicht interessiert, aber ich kann ja nächste Folge darauf hinweisen, dass wir hier am Ende doch noch das Gespräch geführt haben. Du weißt halt bei den Imperial Chronicles immer nicht, wie viele Seiten das sind, ne? Und wir liegen ganz gut in der Zeit. Insofern, could I have a moment of your time, Lisa? Of course, what can I help you with? Rain asked her if she had any Azuki beans.
I certainly do. Luke gave me some not long ago. I developed an interest in them after hearing they're said in the East to have evil-repelling properties. Ja, klingt hilfreich. Da können wir vielleicht Sharon in die Schranken weisen, wenn sie zu aufmüpfig wird. But after looking into them some more, I found out they're also very healthy and nutritious. Perhaps the origin of the belief that they repel evil is the fact that they keep you healthy and thus repel evil in that sense. Father Bernard and I have started putting them in our oatmeal for that very reason. Really? It's kind of amazing to think of how many things you can do with Azuki beans. If you happen to have any left over, would you mind sharing some of them with me? Oh, not at all. Hold on a moment, I go and get some. We have plenty left in our storehouse. Hoffentlich sind da nicht wieder die Affen eingebrochen. Oder meint sie das gleiche? Storehouse? It's not outside, is it? It is, yes. Why do you ask? Oh nein. I have a bad feeling about this. We should hurry. I'm coming with you. Oh, jetzt wird vielleicht sogar noch gekämpft. Wenn uns jetzt gleich Affen über den Weg laufen, dann geht's ab. Ew, it looks like the lock's still fine. But here they are. Sind die nicht... Die sind doch nicht über die Vordertür eingebrochen, oder? Die haben sich doch anders Zugang verschafft. Oh mein Gott, die sehen aber auch creepy aus. Deep Breath. Glare. Okay, er versucht es mit einem bösen Blick. Warum auch nicht? Eek. Okay. Okay. Wenn das bei Alisa geklappt hätte, hätte ich es verstanden. Aber Reen, weiß ich nicht, der hat doch bestimmt eher voll den warmherzigen Hundeblick, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der wirklich böse und bedrohlich gucken kann. That should keep them away for a while. Oh my, that was very impressive. Is that the skill you gained through your training? I didn't do anything special, really. Oh, die Standard-Reen-Antwort. But as a precaution, I suggest you keep ingredients that monsters are likely to enjoy locked indoors in the future. No arguments here. Ja, und dann kommen die ganzen gefährlichen Monster alle zu euch ins Gebäude. Auch nicht viel sicherer. But first... Genau, du wolltest sonst noch welche aushändigen. Schön, dass du es nicht vergessen hast. I should give you those Azuki beans that you wanted, shouldn't I? Haha, thanks. Ach so, wir schließen das jetzt hier auch gleich ab. Ich dachte, ich kann da selber hinlaufen. It wasn't easy, but I managed to find some beans for you. Reen handed the Azuki beans to Camilla. Yes, thank you so much. I knew I could count on you. I'm just glad all that effort's going to pay off once everyone gets to try our specialty. You know, they say that the more trouble you go through as a young person, the better off you are later in life. Anyway, now that I have these, time to make some manju. What, you're going to make them now? First we soak the beans in water. Then, when they're soft, you boil them like so. Then you add some sugar, boil them a bit more, and then you knead them like this. Die hat voll Freude dabei. Do I really need to be here for this? 2 hours later, Emir's famous Fragezeichen manju were finally complete. Here you go, all finished. The finest homemade manju you ever did see. Make sure to share them, okay? Yay! Kriege ich auch das Rezept dafür? Das wäre mal mega gut. They do look pretty good. Thanks, Camilla. That was exhausting, but I guess it was worth helping her after all. You've proven all over again just how dependable you are, Reen. If I ever need help with anything else, I know who to call. Just try not to work me too much. Ich finde, er ist irgendwie ihr gegenüber unfreundlicher als allen anderen gegenüber. Ich weiß nicht, warum er bei ihr immer so ins Stöhnen kommt. Also so... Oder lese ich das nur zwischen den Zeilen raus? Keine Ahnung. Talk. Maybe I should use what ingredients I have left over to make some more for Lord Tio too. Well, whatever I do, thank you so much for your help. I'll be counting on you if I ever need anything else. I'll consider it. Maybe I should use...
Okay. Gut, ihr Lieben, dann werde ich jetzt aber wirklich einen Break machen. Wir werden beim nächsten Mal nochmal ganz kurz vor die Tür gehen und unser neues Rezept einmal durchkochen. Hoffentlich, wenn die Ingredients es reichen, aber die Chancen stehen vermutlich ganz gut. Dann wollte ich noch gucken, ob ich bei den Accessoires vielleicht bei Camilla irgendwas Neues umtauschen kann, weil wir jetzt ein paar U-Materials haben. Und dann wird es vermutlich auch schon weitergehen mit der Hauptstory. Ja, es bleibt definitiv interessant, so oder so. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.